Und vielleicht kann man es auch schon hören, das grummelt im Hintergrund, weil wir wirklich starke Winde mit über 50 Knoten in Böen erwarten. Und da wollen wir Schutz suchen. Wir hatten bis zu so 17, 18 Knoten. Immer hart am Wind. Im letzten Video sind wir von Meethoni nach Koroni gefahren nach nur einer Nachtaufenthalt. Auch in Koroni sind wir nicht lange geblieben. Das Wetter wollte uns weiterschicken. Und so machen wir uns auf den Weg Richtung Elafonissos, einer Trauminsel mit traumhaften Stränden. Wir warten auf den Wind. Wir haben immer noch nur 3,5 Knoten. Damit kommen wir nicht voran. Zwischenzeitlich dachte ich, naja, geht jetzt los. Aber irgendwie will er heute nicht. Was machst du jetzt? Ich versuche Brot zu backen. Das wird nichts. Wir haben hier so leckere Brotbackmischung. Und zwar von Lidl. Die haben 3 verschiedene Sorten, unter anderem irgendwie so rustikales Brot. Das ist jetzt rustikales Brot. Also schmeckt wie Sauerteigbrot. Und das ist halt echt schöne Abwechslung, weil du halt hier hauptsächlich Weißbrot bekommst. Und deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne selber. Seit 8 Stunden geht das jetzt schon so. Also es war Wind angesagt gegen Mittag. Der kam nicht. Jetzt kommt so ein bisschen was. Sieht man hinter mir vielleicht. Wir haben jetzt im Moment 7,5 Knoten. Aber leider genau aus der Richtung, wo wir hin möchten. Und Christoph sitzt hier gerade so am Steuerrad. Der ist jetzt zu Abend und ich spüre schon, wie es eben kribbelt. Mal sehen, ob wir noch Segel setzen. Wie lange haben wir es jetzt noch? Und der Maschine 1,5 Stunden. Und in 1,5 Stunden wird es auch dunkel. Also wenn wir jetzt noch Zeit hätten, dann hätte ich die Segel gezogen und wäre gegen angekreuzt. Aber dann kommen wir in der Nacht an. Und mir ist beim Ankern immer lieber, dass ich den Grund sehen kann. Damit ich sehe, wo ich den Anker hinwerfe. Ist mir einfach lieber. Also wahrscheinlich wird es heute nichts mehr mit Segeln. Ja, 7 Knoten Abwind würden wir segeln können, aber wahrscheinlich brauchen wir noch 3 bis 4 Stunden. Brauchen wir noch 3 bis 4 Stunden, bis wir da sind. Und, also ich bin durch. Und du so? Also ich würde es jetzt gerne noch segeln, aber wir werden noch genug segeln dieses Jahr, glaube ich. Ja, das sehe ich auch so. Es kann sein, dass in den nächsten Tagen, also jetzt nicht morgen, übermorgen, aber danach, dass stärkerer Wind kommt und zwar erst einmal aus der einen, dann aus der anderen Richtung. Im Moment ist zumindest die Vorhersage so, deswegen wollten wir schauen, dass wir uns irgendwo hin verziehen, wo der Wind nicht weht. Also da, wo wir bisher waren, dort wäre er ziemlich stark gewesen und jetzt schauen wir mal, wie es so ist und was überhaupt kommt. Noch was zu sagen? Gehört halt auch dazu, dass der Wind mal da ist und mal nicht da ist. Aber eine Sache können wir mit Sicherheit sagen, wir werden heute irgendwo ankommen.
Und so sieht das Brot dann aus. Und hier unter uns ist türkises Wasser übrigens. Wir sind angekommen. Rechner in den Backofen. Wir haben gerade hier noch hektisch zusammengeräumt, weil da hinten ist es nicht nur türkis, sondern auch dunkelblau. Und vielleicht kann man es auch schon hören, das grummelt im Hintergrund. Und also es wird höchstwahrscheinlich regnen, eventuell auch gewittern, und deswegen haben wir uns noch schnell darauf vorbereitet. Wir haben 30 Meter Kette bei 5,50 Wassertiefe und Sand. Also das wird kein Problem geben. Und ja, also das Nötigste weggeräumt, Dingi weggeräumt, Snabber gesetzt, was man halt so macht. Fenster zu, den Rechner in den Backofen. Das ist mir immer wichtig, dass der nicht kaputt geht. Und ja, jetzt warten wir ab, werden sehen, was passiert. Guten Morgen, wir sind bei Elafonisio, das ist am östlichsten Finger der Peloponnes, und wir wollen heute um diesen Finger herumfahren in die Bucht, die dort ist, relativ tief hinein, weil wir wirklich starke Winde mit über 50 Knoten in Böen erwarten, und da wollen wir Schutz suchen. Deswegen fahren wir relativ weit, kurz vor 8, der Wind ist noch mäßig mit 11 Knoten, und ich mache jetzt Ankeraufmanöver und fahre dann langsam los. Das wären ungefähr 61 Meilen, wenn wir das komplett durchfahren. Wir können zwischendrin irgendwann ankern. Wir wollen gucken, dass wir möglichst viel segeln. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon wieder unterwegs. Christoph hat heute Morgen den Frühaufsteher gemacht und alles so ein bisschen vorbereitet. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung, weiß ich nicht, wie der Ort heißt, in der großen Ausbucht der Peloponnes, weil wir zum
Freitag hin ist ein ganz verrücktes Wetter erwarten. Also zuerst kommt der Wind irgendwie aus Nord und dann dreht er komplett um 180 Grad und kommt dann aus Süd. Ich habe da mal eine Bildschirmaufnahme schon gemacht und könnt ihr euch mal angucken. Und damit wir dem so ein bisschen entgehen, sind wir jetzt heute Morgen leider vor dem wunderschönen Elafonissos los. Da wären wir gerne noch ein bisschen geblieben, aber wer weiß, vielleicht fahren wir ja wieder zurück. Keine Ahnung. Was denkst du? Ich möchte auf jeden Fall wieder hin. Mir war das zu kurz und ich würde das gerne auch mal ein bisschen genießen und ein bisschen an Land gehen. Ja. Gestern waren andere Sachen auf dem Plan. Wir haben Unterwasseraufnahmen gemacht und dabei die GoPro verloren und dann ja, habe ich stundenlang nach der GoPro gesucht und Marion hatte dann den entscheidenden Hinweis. Wir hatten nämlich hier von dem Manöver hatten wir einen Track und wir sind mit dem Ding ins Dinghy gestiegen und sind nach dem Track dorthin gefahren, wo der Punkt vermutlich war und haben dort eine Markierungsboje fallen lassen und dann bin ich nochmal hingetaucht und da lag sie. Also großartige Idee von Marion mit dem Dinghy und mit dem Tablet. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Ich bin einfach nur Kreise um das Boot geschwommen, aber habe sie nicht gefunden. Ich freue mich aber, dass wir im Moment Wind haben und im Moment geht es auch ganz gut voran. Wir fahren 4,8 Knoten hoch am Wind, können aber den Kurs fahren, den wir brauchen und das ist großartig. Schön wäre es, wenn wir durchfahren können. Also es insgesamt dort, wo wir hin möchten, das ist relativ tief in der Bucht. Das wären insgesamt 63 Meilen, das schaffen wir heute natürlich nicht. Aber wir fahren das ganz entspannt auf 2 Etappen. Wir haben Zeit bis Freitag, heute ist Mittwoch. Wichtig ist, dass wir am Freitag auf jeden Fall einen sicheren Platz haben. Dünnes Segeln, oder? Ja. Wir fahren jetzt gerade auf den dritten Finger zu von der Peloponnes, auf den östlichsten Finger. Und es wird jetzt langsam so ein bisschen böig. Ich habe auf Windwellen eingestellt, damit wir immer die Böen auch aussteuern. Und ja, geht gut voran. Wir fahren so 5,5 Knoten. Ich bin ganz zufrieden damit, das macht echt Spaß. Ein bisschen Lage, ich habe das Groß gerade schon ein bisschen gerefft. Es riecht gut. So. Und Sonne. Ich brauche einen Tipp von euch. Wir sind ja mit dem Besan-Segeln, weil wir eine Catch haben, noch relativ neu. Und wir sind immer noch am Austesten, wann wir ihn setzen und wann nicht. Ich hatte irgendwann eine Übersicht gesehen, da stand drin, wenn man hart am Wind fährt, bis Halbwind, dann setzt man ihn nicht. Aber alles, was tiefer ist als 90 Grad, also Raumschutz oder Achterlicht, da kann man ihn verwenden. Und so tue ich es im Moment auch. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass er hart am Wind als Stützruder, wenn man nur ein bisschen draußen hat, gar nicht so verkehrt ist. Und da wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, wie das ist und wie ich das am besten austesten kann. Danke! Segeln wird nie langweilig, oder? Nee. Ja, das ist, hier war mal das Auge von unserer Großschot, von der Genua-Schot. Hier war sie am Horn festgemacht und hier, das war zusammengenäht und das hat dann jetzt das Zeitliche gesegnet und uns ist die jetzt eben durchgerauscht. Also mussten wir jetzt eben einrollen schnell und fahren jetzt unter Land. Da ist eine Bucht, da legen wir uns kurz hin und dann ja, machen wir eine Schnelllösung mit Palsig wahrscheinlich. Genau, Genua weggerollt. Und natürlich am Kap, ist ja klar.
Und natürlich in dem Moment, wo wir gerade mit einem Tanker gefunkt haben, dass der seinen Kurs anpasst, hat er auch gemacht. Uns ist klar, dass wir die sowieso austauschen müssen. Wir wollten sie jetzt nur diese Saison noch fahren und sie dann nächste Saison austauschen. Dass die ihre besten Zeiten hinter sich hat, das ist uns auch klar. Bei uns ist das Schothorn von der Genua so hoch, dass ich da im Stehen nicht ankomme, sonst könnte ich es jetzt schon befestigen. Und auf dem Bugkorb möchte ich jetzt nicht draufsteigen. Deswegen fahren wir jetzt unter Land, machen es dort. Verlieren jetzt ein bisschen Zeit, also bestimmt so 2-3 Stunden, aber ist nicht so schlimm. Wir haben noch Zeit und fahren jetzt unter Groß so 2,5 Knoten ganz langsam auf die Küste zu. Das wird vielleicht noch 3/4 Stunde dauern, bis wir dann da sind. Ah, da kommt Kaffee, da kommt Kaffee. Ja, und dann machen wir das und dann geht es gleich weiter. Ich im Moment um Zeit, den Kaffee zu trinken. Ja, das finde ich aber auch. Vorhin wäre es nicht gegangen. Wenn die Schot reißt und durchrauscht. Ja. Nee, wenn wir Lager fahren. Ja, wir hatten richtig Lager. Wir haben schon ziemlich viel gerefft gehabt. Also erst das Groß, dann natürlich die Genua. Besan ist schon lange weg. Wir haben das letzte Kap der Peloponnes jetzt gerundet, also es ist schon 2 Stunden her. Seitdem fahren wir nach Norden und das Kap zu runden war ja nicht wirklich herausfordernd, aber nicht wirklich komfortabel. Wir hatten kurze und hohe Welle, wir hatten natürlich einen Kap-Effekt, wir hatten bis zu ja, so 17, 18 Knoten. Immer hart am Wind, wir sind gekreuzt und wir sind jetzt froh, dass wir durch sind. Wir fahren jetzt weiter nach Norden, fahren in die Bereiche, wo es am Freitag ruhiger sein wird. Wir werden wahrscheinlich nicht so weit kommen, wie wir heute wollten, aber wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben den richtigen Wind und wir haben den richtigen Kurs. Insgesamt ein bisschen weniger Wind als erhofft, aber es geht immerhin noch mit 4 bis 5 Knoten voran und das ist super. Und wie ihr seht, Sonne scheint, warm ist es auch, also könnte nicht besser sein. Wir hatten keine Ahnung. Sind extra bei gutem Segelwind los, dachten, das passt perfekt. Ohne zu wissen, dass die meisten dieses Kap ohne Wind umrunden. Tja, wir nicht. Was wir später erfahren haben, Kap Malea seit der Antike gefürchtet. Odysseus ist hier fast gescheitert. Und wir dachten nur, ach, sieht doch ganz gut aus da vorne. Der Wind kam also nicht überraschend, wir wollten ihn ja. Aber was da an der Ecke auf uns gewartet hat, war, nennen wir es, respektvoller Empfang. Welle von überall, Wind direkt auf die Kante und wir mittendrin. Mit breiten Grinsen und festem Griff am Steuer. Heute wissen wir, Kap Malea ist kein Spaziergang. Wer es einmal gemacht hat, versteht, warum die alten Griechen lieber drumherum gerudert sind.